Herzlich willkommen zu unserer nächsten Modul zur Weiterbildung für Mentoring-Koordinatoren. Und in diesem Modul speziell geht es um Qualitätskriterien erfolgreicher Mentoring-Programme. Wir steigen direkt ein mit einem kleinen Reminder an unsere Schlüsselgrafik. Wir werden viele der Kriterien im Prozess natürlich wiederfinden, deswegen gucken wir ihn ganz kurz an. Wir haben vorne das Thema Konzeption, Ziele, Strategie. Hier sind zum Beispiel Personalleiter, Geschäftsleitung dabei, eben aus Unternehmensperspektive die Konzeption, was sind die Unternehmensziele. Dann geht es weiter mit der sogenannten Koordination. Das wird typischerweise durchgeführt vom Mentoring-Koordinator, also Ihnen. Von der Auswahl der Mentoren, Auswahl der Mentees oder Ansprache, Interview-Mentor. Interview muss nicht immer exakt als Interview durchgeführt werden, aber es geht darum, was hat jemand an Erfahrungswerten weiterzugeben, wie tickt er persönlich. Interviews der Mentees, zum Beispiel, welche Entwicklungsfelder hat der Mentee, und dann eben sinnvolle Tandems basierend darauf zusammenstellen. Also ein professionelles Matching, dann Mentorenschulung, also die Vorbereitung von Mentoren auf ihre Rolle, Mentees-Schulung, das heißt, Mentees eben auch zu trainieren, ihre Rolle proaktiv zu gestalten und das Potenzial auch tatsächlich zu nutzen. Dann aus Koordinatorensicht wieder Betreuung während der Zusammenarbeit, nicht zu viel und nicht zu wenig, eine sinnvolle Betreuung und eine Evaluation aus Unternehmensperspektive und individueller Perspektive. Also hier nochmal ganz grob der Prozess. Zu dem Thema Mentoring oder Qualitätskriterien ein paar Vorüberlegungen. Wir haben aus dem Thema Definition von Mentoring gesagt, Mentoring gibt es im Prinzip, seit es Menschen gibt. Es ist kein neues Konzept. Ehrgeizige Menschen haben sich schon immer Mentoren gesucht. Erfahrene haben schon immer jemanden unter die Fittiche genommen, jemand Jüngeren. Und das heißt, wir erfinden keinen neuen Prozess und wir designen auch nicht den Prozess, sondern was wir letztendlich tun, ist, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Besten unserer Talente Mentoren möglichst gerade im Unternehmen haben und Erfahrenen im Unternehmen möglichst gerade jemanden im Unternehmen unter die Fittiche nehmen. Und wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art der Erfahrungsaustausches im Unternehmen intensiviert wird. Wir erfinden nicht, sondern erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es im Unternehmen vermehrt zu dieser Qualität des Austausches kommt. Das bedeutet natürlich, dass es eben wichtig ist, den Prozess zu verstehen, wie er funktioniert, damit wir eben die Wahrscheinlichkeit davon auch erhöhen können. Dann als einen Gedanken, wenn wir im Folgenden über Qualitätskriterien von Mentoring-Programmen sprechen, dann werden wir bei den Beobachtungen andere Programme wie zum Beispiel Nachwuchsführungskräfte-Themen oder Frauenförderung, also das heißt Seminare, Inhalte, die auf die Programmziele ausgerichtet sind, werden wir nicht betrachten, ja, denn sie dienen dem Programmziel und nicht per se die Qualität der Mentor-Mentee-Zusammenarbeit per se zu erhöhen. Und darauf fokussieren wir uns. Was sorgt dafür, dass die Mentoring-Zusammenarbeit im eigentlichen Sinne, also zwischen Mentor und Mentee, im Unternehmen gelingt? Ja, das sind so die Vorüberlegungen zu dem Thema. Wir hatten bereits das Thema Klarheit von Zielen für das Unternehmen und die Organisation. Inwieweit zahlt es auf die Qualität der Zusammenarbeit ein? Gerade von Mentoren wird es oft sehr geschätzt, zu wissen, was ist so das große Ganze, in dem Kontext Ihr Engagement steckt? Gibt es bestimmte Erwartungen? Gibt es eine Marschrichtung? Gibt es eine Vision? Mentoren sind oft Führungskräfte des Unternehmens und da eine klare Synchronisierung wird speziell von Mentoren sehr, sehr geschätzt und ist für ihren Einsatz oft wichtig und ist etwas, was wir zum Beispiel im Ziele- und Strategie-Workshop zu Beginn erarbeiten würden. Dann das Thema Auswahlprozesse für Mentoren und Mentees, die halt die Entwicklungsziele für Mentees, die Freude für den Mentor und die strategische Vision für das Unternehmen in einen Dreiklang bringen. Es gibt eben verschiedene Ebenen, auf der diese Zusammenarbeit eine Bedeutung hat. Und diese in einen Einklang oder einen Dreiklang zu bringen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal.
Dann in der Literatur finden wir oft Freiwilligkeit der Teilnahme. Deswegen nutze ich die Formulierung. Wir würden sogar aber einen Schritt weiter gehen und sagen, wir würden empfehlen, eine Hürde für den Mentee zu gestalten. Das bedeutet letztendlich, es reicht nicht nur aus, dass der Mentee freiwillig in dem Programm ist, sondern er braucht auch ein gewisses Commitment, überhaupt teilnehmen zu dürfen, quasi. Das erhöht die Qualität. Wir sehen das in der Praxis immer wieder, dass Mentoring-Programme, die den Mentees die Arbeit sehr, 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 sehr leicht machen oder sie sehr stark sponsern und protegieren, oft leider Mentees haben, die es sehr selbstverständlich nehmen und es sich, ich sag mal, ein bisschen gemütlich machen oder in so eine Konsumhaltung. Ja, hier wird mir was geboten. Und das verringert natürlich die Qualität der Gespräche, denn es ist ein Mangel an Wertschätzung für den Mentor, wenn der Mentee sich nicht konkret Gedanken macht, was will ich aus dieser Zusammenarbeit erreichen, und sich nicht das Maximum vorbereitet, um eben die Zusammenarbeit proaktiv zu gestalten. Also ist das eben die Hürde seitens des Mentees tatsächlich nochmal etwas, was auf die Qualität der Zusammenarbeit einzahlt. Hierarchiefreiheit bedeutet, dass Mentor und Mentee nicht in einer direkten hierarchischen Verbindung miteinander stehen, also der Mentor nicht zum Beispiel Vorgesetzter des Mentee ist und auch nicht der Vorgesetzte des Vorgesetzten, also dass es keine Linie gibt, was natürlich wichtig ist, denn das erlaubt erst die Offenheit, Neutralität vor allem für den Mentee, auch offen über Herausforderungen in dem Alltag zu sprechen. Dann ist unserer Erfahrung noch aus der Praxis etwas anderes wichtig, nämlich ein Pool von potenziellen Mentoren, der größer ist als die Anzahl der Tandems. Oder andersherum, was ist damit gemeint? Was wir in der Praxis oft sehen, ist, dass in einem Unternehmen zum Beispiel 10 potenzielle Mentoren zur Verfügung stehen und diese mit 10 Mentees gematcht werden müssen. Und das muss dann passen. Und bei ein paar passt es vielleicht auch sehr gut inhaltlich und persönlich und bei anderen reicht es einfach von der Übereinstimmung von Zielen und Themen nicht aus, um eine wirklich sinnvolle, gute und spannende Zusammenarbeit zu gestalten. Das bedeutet, dass es für eine Programmgestaltung, also wenn wir es jetzt aus Koordinationssicht betrachten, natürlich hilfreich ist, wenn ich eine Auswahl habe. Vereinfacht gesagt. Also wenn ich zum Beispiel 25 potenzielle Mentoren habe und 10 Mentees und ich einfach basierend auf den tatsächlichen Themen und Stärken und so weiter Tandems zusammenstellen kann. Oder auch andersherum. Ja? Ich hätte 10 potenzielle Mentoren, also eine ganz bestimmte Führungsebene und vielleicht 30 Bewerber und es wird dann inhaltlich thematisch. Das heißt einfach, je mehr ich inhaltlich wählen kann, weil einfach Auswahl da ist, desto mehr ist natürlich inhaltlich nachher auch in der Zusammenarbeit möglich. Wie wir das praktisch gestalten, das Thema Pool, das werden wir in den folgenden Modulen noch bearbeiten. Dann, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt die Ebene des Unternehmens, es gibt die Ebene des Koordinatoren, es gibt den Mentor und es gibt den Mentee. Aber darum herum gibt es natürlich noch weitere sogenannte Stakeholder, also zum Beispiel die Führungskraft des Mentee und noch eine Reihe weiterer Personen, die einen Einfluss nehmen oder die beeinflusst werden von so einem Mentoring-Programm. Vereinfacht Stakeholder. Auch das werden wir uns in einem separaten Modul nochmal gesondert anschauen, was es da für die Gestaltung bedeutet. Dann sinnvolles Matching von Mentoren und Mentees. Natürlich Inhalt, Persönlichkeit, die Details, also will ich jetzt gar nicht so vorgreifen, aber je besser ich inhaltlich matchen kann, desto höhere Qualität ist natürlich in den Gesprächen möglich. Es wird immer wieder diskutiert, ob ein Matching wirklich so einen Einfluss hat auf die Qualität des Mentorings, so nach dem Motto, die Menschen sollen doch einfach dankbar sein für das, was sie haben. Und einerseits ist das mit der Wertschätzung natürlich richtig, aber auf der anderen Seite stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, ja, ich habe einen Mentee, der ist ein Bewerbungsprozess, ja, jetzt mal nicht mehr Unternehmen oder Orientierungsphase und ich habe einen CEO oder sowas eine Art. Der CEO, der hat schon seit 20 Jahren kein einziges Orientierungsthema vielleicht gehabt. Das heißt, bloß weil jemand
auch weit ist in der Karriere, heißt es nicht, dass der sich in die Situation des anderen hineinversetzen kann oder irgendeinen Bezug hat. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die haben von einer Sache, von einer Person, von einer Lebenssituation einfach komplett keinen Bezug zu der Situation des anderen. Und der Bezug ist so weit entfernt, dass es auch keinen Lernprozess groß gibt. Also das heißt, Matching ist natürlich ein Qualitätskriterium. Dann Executive Sponsoring bedeutet, dass es seitens der Unternehmensleitung eben eine Präsenz, zum Beispiel bei einem Kickoff gibt, eine Wertschätzung, was einfach natürlich die Wertigkeit des Programms erhöht und auch die Verbindung zur Vision des Unternehmens und es einfach das Wir-Gefühl stärkt, die Verbindlichkeit stärkt, die Zusammengehörigkeit stärkt, also natürlich ein Qualitätskriterium. Und dann Trainings für Mentoren, Handlungsspielraum nutzen und Tools für bessere Gespräche, also einfach die Rolle nutzen zu können, wirklich das Potenzial der Rolle voll gestalten zu können. Es gibt viele Menschen, die bereits sich als Mentor engagiert haben, von denen können wir lernen, das Erfahrungswissen können wir weitergeben und das zum Start eines jeden Mentors erleichtert natürlich und spart jahrelanges Trial and Error und deswegen, das macht natürlich unbedingt Sinn und einfach ein paar Tools für wirklich noch bessere Gespräche. Dasselbe gilt auch für die Mentees. Ein Bewusstsein für die eigene Rolle und ein paar Techniken, wie ich sie praktisch besser umsetzen kann und diesen Prozess besser gestalten kann, erhöht natürlich die Qualität auch auf Seiten der Mentees. Dann Refresher-Trainings für Mentoren und Mentees. Aus der praktischen Zusammenarbeit sehen wir, dass es eben neben dem Training, Kick-Off-Training, also wir machen es meistens als Kick-Off-Training, das heißt den Start des Programms kombiniert mit einem Training in einem. Und weil es einfach, damit man die Leute nicht so oft zusammen suchen muss, gerade wenn man über verschiedene Standorte zusammenarbeitet, ist es hilfreich. Und dann nach vor der Hälfte, also noch durchaus nicht erst beim Bergfest, sondern vorher ein Refresher-Training. Das heißt, wenn die Leute praktisch angefangen haben, die Mentoren und Mentees ein paar Gespräche hatten, ein Gefühl hatten, was funktioniert bei mir jetzt gut und was nicht und dann die Möglichkeit nochmal für so ein Debriefing, für einen professionellen Austausch, für nochmal ein paar Impulsinhalte, eine Reflexion, das erhöht natürlich wiederum die Gesprächsqualität für den noch verbleibenden Prozess. Deswegen machen wir es auch vor der Hälfte, damit mehr als die Hälfte der Gespräche noch vor einem liegt und man dann vieles eben nochmal ganz praktisch verbessert umsetzen kann, wenn man eben weiß, was die echten Fragen aus der ganz konkreten Zusammenarbeit mit einem ganz bestimmten Mentor oder Mentee dann eben auch sind. Dann natürlich ein qualifizierter Mentoring-Koordinator. Warum ist das wichtig und was ist daran wichtig? Aus der Erfahrung sehen wir zwei grobe Richtungen. Wir sehen zum einen die Richtung, wo das Unternehmen oder die Mentoring-Koordinatoren, wer auch immer das Programm implementiert, fast gar nichts vorgeben. So nach dem Motto, wir machen jetzt Mentoring, aber das ist alles total frei und es ist den Teilnehmern selbst überlassen und die können sich selbst überlegen und selbst gestalten und so weiter. Was wir da in der Praxis sehen, ist, dass da oft einfach nichts passiert. Dann sehen wir das andere Extrem, dass ein Programm, ich sag mal, komplett overengineert wird, dass sich Mentoren und Mentees von Checklisten zur Checkliste, zu Leitfaden, zu Vertrag, zu Vereinbarung und Protokoll und so weiter hangeln müssen und das Ganze eher wie ein bürokratischer Prozess ist. Beides ist natürlich nicht gut. Also in einem Unternehmenskontext. Und es ist auch nicht einfach richtig, die Mitte zu machen, also ein bisschen vorzugeben und ein bisschen nicht vorzugeben, ist auch nicht die Lösung. Sondern was unser Prinzip ist und was wir jedem ans Herz legen, der ein Programm koordiniert, ist das so japanische Zen-Prinzip. Zen bedeutet Fokus auf das Wesentliche. Das heißt, die höchste Kunst des Verstehens einer Idee ist es auf ganz einfach reduzieren zu können. Und dafür muss man es aber wirklich verstanden haben. Das heißt, ein Koordinator, der
versteht, was zwischen Mentor und Mentee passiert, was die Dynamiken, was der Einfluss ist. Der weiß, was Rauschen ist, was einfach, ich sag mal, Schnickschnack ist und worauf man die Rüschchen und Blümchen und so weiter, auf die man gut verzichten kann und was wirklich, wirklich Kern und zentrale Linie ist, worauf man auf keinen Fall verzichtet. Und das setzt einfach ein hohes Verstehen des Prozesses voraus und dann wird es ein Prozess, der für die Teilnehmer sich sehr, sehr natürlich und einfach anfühlt, wo man merkt, dass da jemand ist, ein Profi im Hintergrund, der eine Präsenz zeigt und einem trotzdem ganz viel Freiraum und der Fokus auf persönliche Gespräche liegt, die Qualität der Gespräche, der Zusammenarbeit sinnvoll unterstützt wird und dann ganz, ganz viel Freiraum für persönliche Gestaltung betrifft. Und dafür braucht man eine gute Ausbildung, um einfach diese tolle Balance wirklich hinkriegen zu können. Und das ist natürlich ein Qualitätskriterium. Dann ein gut strukturierter Betreuungsprozess ergibt sich daraus auch, also nicht nur für die Teilnehmer wenig Bürokratie, sondern auch für mich als Koordinator. Wenig Bürokratie, ein gut strukturierter Prozess und ein guter Fokus auf wirklich die persönliche Qualität des Gespräches. Ein geplanter, gestalteter Abschluss hat viele Vorteile. Einer sei genannt, es ist einfach die Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen, zum Beispiel dem Mentor vom Mentee, aber auch von Seiten des Unternehmens für das Engagement, was ja nicht selbstverständlich ist. Wir werden da nochmal im Detail darüber sprechen beim Thema Betreuung. Und versus verläuft einfach irgendwann im Sande und irgendwer meldet sich einfach nicht mehr. Deswegen ist auch ein Abschluss natürlich ein Qualitätsmerkmal. Evaluation anhand der Ziele des Unternehmens sowie der Ziele der Teilnehmer. Also es gibt die Unternehmensperspektive und es gibt die Perspektive der Teilnehmer. Beides ist wichtig und dann sowohl im laufenden Prozess, um noch gegebenenfalls steuern zu können und zum Abschluss ebenfalls beides wichtig. Und daraus eben ein geplanter, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, denn wir wollen nicht ein Einmalaufwand, ein Einmalprogramm haben, sondern wir wollen etwas, was Teil der Unternehmenskultur wird, was sich einfügt und dafür und was quasi ein lernender Prozess in sich selbst wird und dafür ist natürlich die Evaluation die Basis und der Prozess, dieser Lernprozess eben natürlich ein wichtiger Bestandteil, um eben immer besser zu werden und das wirklich als Teil der eigenen Kultur zu haben. Dann, last but not least, das Thema Kommunikation. Tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, abgestimmte Kommunikation intern und extern. Hier steht eine ganz kleine Klammer davor und diese bedeutet Folgendes. Bei den Prämissen hatten wir ja gesagt, dass wir hier bei den Kriterien nur Dinge aufnehmen, die wirklich auf das Gespräch zwischen Mentor und Mentee einen Einfluss haben. Und das ist beim Thema Unternehmenskommunikation natürlich nicht unbedingt der Fall. Kann sein, muss aber nicht sein. Deswegen eine Klammer drumherum. Es ist ein wichtiges Kriterium für Qualität eines Unternehmensprogramms, muss aber natürlich nicht unbedingt die Qualität der Zusammenarbeit als solches beeinflussen. Dann werden die folgenden Punkte immer wieder genannt und deswegen ein paar Überlegungen dazu. Es wird zum Beispiel immer wieder genannt, das Thema Vertraulichkeit sollte schriftlich vereinbart werden. Wenn wir dieses Training in Präsenz durchführen, dann ist es immer wieder auch ein Diskussionsthema und sei Ihnen verraten, dass wir nicht immer zu einem kompletten Konsens kommen. Deswegen ist der Impuls, den ich Ihnen mitgeben möchte, nicht unbedingt etwas, was Sie in jedem Fall umsetzen, sondern einfach mal eine Gegenüberlegung zu etwas, was häufig herrschende Meinung ist, nämlich dass Vertraulichkeit schriftlich vereinbart werden sollte. Tendenziell würde ich persönlich das nicht empfehlen. Zumindest, jetzt sollte ich eine Einschränkung machen. Es gibt eine Situation, wo das wirklich Sinn macht, nämlich die Situation, wo es ein Cross-Mentoring ist, ein Mentoring über verschiedene über Unternehmensgrenzen hinweg. Dann macht das definitiv Sinn, Vertraulichkeit schriftlich zu vereinbaren. Bei einem unternehmensinternen Programm, wo Mentoren und Mentees innerhalb eines Unternehmens sind, würde ich persönlich es in der Tendenz nicht empfehlen. Aus verschiedenen Gründen. Mentoren sind in der Regel Führungskräfte und sind das Thema Vertraulichkeit gewohnt, auch im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern und aus
verschiedenen Kontexten, wo sie eben als Führungskräfte aktiv sind. Zweitens hat dann auch etwas Komisches der Person nicht zu vertrauen, dass sie ganz selbstverständlich mit solchen sensiblen Themen vertraulich umgeht. Denn es sind, ich sag mal, schon die angesehensten Menschen oft, die als Mentoren angefragt werden, und denen das quasi in Zweifel zu ziehen, indem man ihnen so einen Vertrag vorlegt, ist zumindest für manche komisch. Und das Dritte, eben auch nicht zu vergessen, dass es für Mentoren natürlich auch eine Reputation auf dem Spiel steht. Das heißt, ein Mentor, der Themen seines Mentee weitererzählt, der tut das auch nur einmal, das spricht sich rum. Das heißt, es kann sich eigentlich auch kein Mentor wirklich erlauben. Und das ist auch die Überleitung, was wir Ihnen stattdessen empfehlen würden. Also im typischen Fall, wir machen oft eine Checkliste für das erste Gespräch zwischen Mentor und Mentee, einfach ein paar Dinge, wo es einfacher ist, die kurz abzuklären. Da kann man das Thema sicherlich einmal kurz nennen, nämlich mehr ein Zusichern, dass ein Mentor einfach nochmal oder beide Seiten sich zusichern, Vertraulichkeit zu wahren. Das ist mehr ein in Erinnerung rufen, denn ein Vertrag. Ja, also in Form einer Checkliste ein in Erinnerung rufen, nochmal präsent machen, nochmal zusichern, kann das sicher Sinn machen. Also mehr auf der persönlichen Ebene als eben einen schriftlichen Vertrag dazu. Dann das Thema Ziele schriftlich vereinbart taucht immer wieder auf. Hier würde ich ebenfalls empfehlen, zu Beginn, ich sag mal vorläufige oder zum jetzigen Zeitpunkt bestehende Ziele zwar zu erfassen, also auf der zum Beispiel Checkliste am Anfang mal zu notieren, das sind aktuell die Ziele, die mir am wichtigsten scheinen, aber bewusst relativiert, warum. Was wir nicht empfehlen, ist wirklich so einen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen. Ja, also das waren die Ziele, jetzt sind 70% der Ziele erreicht worden, warum nicht? Zur Qualität eines gelungenen Mentorings gehört eben auch, dass ein Mentor die Ziele des Mentee, ich sag mal, hilft zu verbessern. Dass ein Mentor fragt, warum hast du eigentlich dieses Ziel oder was versprichst du dir davon, was ist dir daran wichtig? Und deswegen zum gelungenen Mentoring gehört es auch, die Ziele zu verbessern. Und das würde also ein bisschen kontraproduktiv sein, sie zu vereinbaren. Ja, also das heißt, sicher notieren als Diskussionsbasis und dann eben oft ist es ein Thema, was verbindest du mit dem Ziel, warum ist es dir wichtig, gäbe es vielleicht noch eine bessere Zieldefinition. Und dann das Netzwerk des Mentors taucht ab und zu auf. Dazu einfach kurz, es kommt natürlich darauf an, was wirklich das Thema des Mentee ist. Ja, kann Thema sein, muss nicht. Shadowing taucht ab und zu auf, neben ein paar anderen Tools. Shadowing heißt, den anderen im Arbeitsalltag zu begleiten. Und das ist ein schönes Beispiel für eine Methode. Ja, das ist etwas, das man im Mentoring ergänzend nutzen kann. Aber nicht muss, je nachdem, was das Thema, was die Situation und so weiter ist. Ein Mentoring wird nicht automatisch schlechter, weil es kein Shadowing gibt, sondern es kann als Methode situationsbedingt genutzt werden. Dann das Thema Gesprächsprotokolle. Auch hier einfach einen kurzen Gedanken, sich Themen, Ergebnisse eines Gespräches zu notieren, gehört zur professionellen Gesprächsführung fast immer dazu. Und das hat erst einmal nichts mit Mentoring zu tun, sondern wenn ich aus einem Gespräch die wichtigsten Kernbotschaften mitnehmen möchte, dann werde ich sie notieren. Und was wir sicherlich nicht empfehlen, auch wegen Vertraulichkeit, ist, ich sag mal, ein Protokoll für die Personalakte oder etwas dergleichen. Was aber Sinn macht, ist, die Teilnehmer zu sensibilisieren, dass es einfach sehr, sehr wertvoll ist, sich Highlights, Fragen und so weiter zu notieren. Wir bieten selbst in den Handbüchern auch so Checklisten und Strukturen für so mögliche Notizen. Gleichzeitig ist es aber eben nicht ein bürokratischer Prozess, sondern ein unterstützender Prozess. Dann parallele Seminare, was immer wieder genannt wird, also parallele Seminare im Programm. Da hatten wir vorhin schon ganz kurzen Kommentar dazu, nämlich
Es kommt natürlich wiederum auf das Ziel an. Also ein paralleles Seminar kann natürlich den Mentee in einer Entwicklung, zum Beispiel als Führungskraft, natürlich voranbringen, wenn es das Thema ist. Und das heißt, es kommt wirklich darauf an, was wirklich genau das Ziel des Programms ist. Seminare oder Trainings, die wirklich darauf aus sind, die Mentor-Mentee-Rolle zu gestalten, haben natürlich einen Einfluss auf die Mentor-Mentee-Rolle. Seminare wie zum Beispiel Konfliktmanagement im Team haben natürlich einen Einfluss auf Konfliktmanagement im Team, aber nicht direkt auf die Mentor-Mentee-Beziehung. Das bedeutet, dass diese Seminare natürlich für Programme tolle Ergänzungen sind, aber sie nicht unbedingt einen unmittelbaren, also je nach Thema, einen Einfluss auf das Gespräch als solches haben. Also alles Punkte, die durchaus auch immer wieder zu einem ganz, ganz spannenden Erfahrungsaustausch führen, und Sie sind ja ebenfalls in Ihrer Rolle erfahren, also geben Sie auch gerne Ihre Erfahrungswerte weiter, wenn Sie mögen, oder auch Punkte, von denen Sie denken, dass wir sie verpasst haben und sie auch noch sehr, sehr wichtig sind, also gerne schreiben an mentoring@bis4die.com. Wir haben jetzt einfach noch ein kurzes Recap, verschiedene Ebenen, auf der Qualität eines Mentoring-Programms gestaltet werden kann. Also ganz wichtig natürlich die Entscheiderebene, die Konzeption und die Ziele des Programms als solches, die Unternehmensperspektive. Dann haben wir die operative Umsetzung, nämlich durch den Koordinator, die HR, die Personalentwicklung, die ganz viel gestalten kann, was den Rahmen und die Professionalität des Programms als solches betrifft. Dann haben wir natürlich den Mentor, der gut darin ist, sein Erfahrungswissen zu teilen, weiterzugeben, jemanden anderen voranzubringen, aber natürlich auch selbst neue Impulse, Ideen bekommt und selbst etwas lernt. Und ganz wichtig natürlich den Mentee, der oft natürlich der Schlüssel ist, warum das Programm überhaupt gestartet wird, der wiederum eine ganze Menge zum Erfolg beitragen kann, indem er das sehr proaktiv gestaltet, sich klar wird seiner persönlichen Ziele, Visionen, Ideen und eigene Ideen sehr, sehr proaktiv in diesen Prozess einbringt und den Prozess verantwortlich gestaltet, sodass das Ganze einfach viel, viel mehr Spaß macht und ein schnelleres Tempo hat. Also es gibt eben diese ganz verschiedenen Ebenen, es gibt noch die Stakeholder drumherum, die ganz verschiedenen Ebenen, auf der wir Qualität gestalten können und gestalten. Und als vielleicht noch Grundgedanke, gerade für die Mentoren, für die ich sag mal, Wertschätzung ein ganz wichtiges Thema ist oder ich sag mal, eine der wenigen Währungen, was bekomme ich für mein Engagement quasi zurück. Es ist natürlich sehr wichtig, auch für ein langfristiges Engagement über viele Jahre, also nicht nur eine einmalige Geschichte. Eben die Klarheit in Zielen, ein sehr schön gemachter professioneller Rahmen, ein gutes Training, Vorbereitung für die Mentoren und einfach Mentees, die den Prozess sehr proaktiv gestalten. Wir sehen immer wieder, den Mentoren können sie ein Mentoring-Engagement wie ein Mühlstein ans Bein binden oder wie eine Rolex an den Arm. Etwas, was einfach wie so eine Last ist, die man natürlich auch noch macht, weil es zur Verantwortung, zur Führung einfach dazugehört und zum Commitment. Oder etwas, worauf man einfach stolz ist, was sich leicht anfühlt und einfach wahnsinnig elegant. Und das hat ganz, 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 ganz viel, liebe Koordinatoren, mit unserer Rolle zu tun aus Koordinatorensicht. Und da können wir viel gestalten, und deswegen kommen Sie mit mir mit in das nächste Modul, nämlich das Stakeholder Management innerhalb eines Unternehmens. Wir hatten ja gesagt, außer Unternehmen, Personalentwickler, Mentor, Mentee gibt es noch ein paar andere Programmgestalter, und darum geht es im nächsten Modul.